Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Mach dich bereit, dein Deutsch zu üben und flüssiger zu sprechen. Untertitel sind in vielen Sprachen verfügbar. Du kannst sie in den Videoeinstellungen aktivieren. Und wenn du mitlesen möchtest, findest du den Link zum kostenlosen PDF in der Beschreibung. Los geht's! Hallo Tom, wie geht es dir heute? Hallo Alice, mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es gut. Heute möchte ich über Geld sprechen. Sprichst du gerne über Geld? Ja, das tue ich. Ich denke, Geld ist wichtig für unser Leben. Ich rede gerne über Gehalt, Boni und Ausgaben. Super. Ich habe viele Fragen dazu. Zuerst, was ist ein Gehalt? Ein Gehalt ist das Geld, das du von deinem Job bekommst. Es ist der Betrag, den du jeden Monat oder jedes Jahr verdienst. Ich verstehe. Ich arbeite in einem kleinen Büro und mein Gehalt beträgt 2000 Euro pro Monat. Das ist ein gutes Gehalt für ein kleines Büro. Ich arbeite in einem Laden und mein Gehalt beträgt 1800 Euro pro Monat. Das ist auch ein gutes Gehalt. Aber manchmal brauchen wir mehr Geld für unsere Bedürfnisse. Ja, das stimmt. Manchmal brauchen wir einen Bonus, um uns zu helfen. Was ist ein Bonus? Ein Bonus ist zusätzliches Geld, das du von deinem Job bekommst. Es gehört nicht zu deinem regulären Gehalt. Du bekommst manchmal einen Bonus, wenn du gute Arbeit leistest oder wenn das Unternehmen mehr Geld verdient. Ich mag Boni. Letztes Jahr habe ich einen Bonus von 300 Euro erhalten. Das war sehr hilfreich für meine Ersparnisse. Das ist großartig. Ich habe letztes Jahr einen Bonus von 200 Euro bekommen. Ich habe ihn verwendet, um ein neues Handy zu kaufen. Boni sind schön, aber sie sind nicht regelmäßig. Wir können uns nicht immer auf sie verlassen. Richtig. Ich plane mein Budget immer mit meinem Gehalt, nicht mit meinem Bonus. Jetzt lass uns über Ausgaben sprechen. Was sind Ausgaben? Ausgaben sind das Geld, das du ausgibst. Du gibst Geld für Essen, Miete, Rechnungen und andere Dinge aus. Ja, ich habe viele Ausgaben. Ich zahle jeden Monat 800 Euro für die Miete, 200 Euro für Essen und 100 Euro für Rechnungen. Das sind insgesamt 1100 Euro an Ausgaben. Du hast also 900 Euro von deinem Gehalt übrig. Ja, ich versuche jeden Monat etwas Geld zu sparen. Ich spare etwa 300 Euro. Das ist gut. Ich versuche auch, Geld zu sparen. Meine Ausgaben betragen jeden Monat 1000 Euro. Ich zahle 600 Euro für die Miete, 200 Euro für Essen und 200 Euro für andere Rechnungen. Wo deine Miete ist hoch. Lebst du in der Stadt? Ja, ich wohne im Stadtzentrum. Es ist teuer hier, aber ich mag es, weil alles in der Nähe ist. Ich wohne in einer kleinen Wohnung außerhalb der Stadt. Es ist günstiger. Ich mag mein ruhiges Viertel. Das ist schön. Wir haben beide unterschiedliche Wohnsituationen, aber wir haben beide Ausgaben. Manchmal habe ich das Gefühl, dass meine Ausgaben zu hoch sind. Ich möchte neue Kleidung kaufen und mit Freunden ausgehen, aber ich muss mit meinem Geld vorsichtig sein. Ich verstehe. Ich möchte auch neue Sachen kaufen, aber ich prüfe immer zuerst mein Budget. Ich benutze eine App auf meinem Handy, um meine Ausgaben zu verfolgen. Sie hilft mir zu sehen, wohin mein Geld fließt. Das mache ich auch. Ich schreibe meine Ausgaben jede Woche in ein Notizbuch. Das hilft mir besser zu planen. Planung ist sehr wichtig. Ich plane mein Budget jeden Monat. Ich schreibe mein Gehalt, meine Ausgaben und meine Ersparnisse auf. Das ist eine gute Gewohnheit. Ich plane mein Budget am Ende jedes Monats.
Ich überprüfe, ob ich zu viel für Essen oder Unterhaltung ausgegeben habe. Ja, ich mache das Gleiche. Ich versuche weniger für Essen zu gehen und mehr für das Kochen zu Hause auszugeben. Kochen zu Hause ist günstiger und gesünder. Ich versuche auch, einfache Lebensmittel zu kaufen und teure Restaurants zu meiden. Genau. Ich gehe gerne auf einen lokalen Markt. Die Preise sind niedrig und das Essen ist frisch. Ich gehe an Verkaufstagen zum Supermarkt. Ich überprüfe immer die rabattierten Artikel. Das ist klug. Jeder kleine Sparbetrag hilft. Ich spare auch ein wenig Geld von meinem Bonus. Ich lege meinen Bonus auf ein separates Sparkonto. Das ist eine gute Idee. Ich mache das Gleiche mit meinem Bonus. Ich verwende ihn für Notfallersparnisse oder einen kleinen Urlaub. Ja, Boni sind gut für zusätzliche Ersparnisse. Aber ich plane immer meine regulären Ausgaben mit meinem Gehalt. Ich möchte sicherstellen, dass ich genug Geld für Miete, Essen und Rechnungen habe. Ich stimme zu. Das Gehalt ist die Hauptquelle für Geld. Boni sind schön, aber sie sind nicht regelmäßig. Ich fühle mich sicherer, wenn mein Gehalt alle meine Grundbedürfnisse abdeckt. Ich auch. Manchmal mache ich mir Sorgen, wenn ich zu viel ausgebe. Ich überprüfe immer mein Budget, um ruhig zu bleiben. Budgetierung erleichtert das Leben. Sie hilft mir für die Zukunft zu planen und für meine Ziele zu sparen. Was sind deine Sparziele? Ich möchte für ein neues Auto und einen kleinen Urlaub sparen. Ich möchte auch einen Notfallfonds haben. Das ist ein guter Plan. Ich möchte für einen neuen Laptop und vielleicht eine Reise in eine neue Stadt sparen. Für eine Reise zu sparen ist aufregend. Ich plane, nächstes Jahr zum Strand zu fahren, wenn ich genug Geld spare. Das klingt wunderbar. Ich träume davon, die Berge zu besuchen. Ich muss Geld für den Zug und ein schönes Hotel sparen. Ja, Planung ist der Schlüssel. Ich überprüfe jeden Monat meine Ersparnisse, um zu sehen, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Ich auch. Ich bin glücklich, wenn ich sehe, dass meine Ersparnisse wachsen. Das motiviert mich, hart zu arbeiten und klug auszugeben. Klug auszugeben ist sehr wichtig. Manchmal sage ich Nein zu teuren Dingen, weil ich mehr sparen möchte. Das mache ich auch. Ich frage mich, ob ich etwas wirklich brauche, bevor ich es kaufe. Das ist eine gute Gewohnheit. Ich vergleiche immer Preise und suche nach Rabatten. Ja, an Verkaufstagen einzukaufen ist mein Favorit. Ich kaufe Kleidung und Lebensmittel zu einem niedrigeren Preis. Ich mag auch Verkäufe. Letzte Woche habe ich ein Hemd zum halben Preis gekauft. Das war ein tolles Angebot. Ich liebe es, gute Angebote zu finden. Das lässt mich klug mit meinem Geld fühlen. Geld ist ein Werkzeug. Wenn du es klug einsetzt, kannst du ein gutes Leben führen und deine Ziele erreichen. Ich stimme zu. Ich arbeite hart für mein Gehalt und möchte es nutzen, um mein Leben zu verbessern. Ich auch. Ich plane meine Arbeit und mein Budget, damit ich das Leben ohne Stress genießen kann. Über Geld zu sprechen bringt mich zum Nachdenken. Was ist, wenn mein Gehalt eines Tages steigt? Das wäre großartig. Eine Gehaltserhöhung bedeutet mehr Geld für Ersparnisse und vielleicht eine bessere Wohnung. Ja, wenn ich eine Gehaltserhöhung bekomme, plane ich mein Budget neu. Ich werde ein wenig mehr für gutes Essen ausgeben und vielleicht ein neues Handy kaufen. Ich werde auch meinen Wohnraum verbessern, wenn ich eine Gehaltserhöhung bekomme. Aber ich werde meinen Budgetplan trotzdem beibehalten. Es ist wichtig, nicht zu viel auszugeben, auch wenn man mehr verdient. Das ist wahr. Manchmal geben Menschen mehr aus, wenn sie mehr verdienen und fühlen sich trotzdem arm. Das möchte ich vermeiden.
Ich möchte innerhalb meiner Möglichkeiten leben und für die Zukunft sparen. Genau. Ein gutes Budget hilft dir, ruhig zu bleiben und für deine Träume zu planen. Ich fühle mich glücklich, dass wir über Geld und Planung sprechen können. Viele Menschen sprechen nicht gerne darüber. Ja, es ist kein gängiges Thema, aber es ist sehr wichtig. Ich lerne viel aus unseren Gesprächen. Ich auch. Ich fühle mich immer sicherer in Bezug auf mein Geld, wenn ich mit dir spreche. Danke, Tom. Ich mag es, dass wir unsere Ideen und Pläne teilen. Das macht mich besser im Umgang mit meinem Geld. Danke, Alice. Ich genieße unsere Gespräche sehr. Sie helfen mir, über meine Zukunft und meine Ziele nachzudenken. Bevor wir zum Ende kommen, kannst du mir noch einmal sagen, was ist dein monatliches Gehalt und deine Ausgaben? Sicher. Mein Gehalt beträgt 1800 Euro pro Monat und meine Ausgaben betragen 1000 Euro pro Monat. Und wie viel sparst du? Ich spare jeden Monat etwa 800 Euro. Das ist sehr gut. Ich spare 300 Euro von meinem Gehalt von 2000 Euro. Wir beide versuchen, Geld zu sparen. Das ist wichtig für unsere Zukunft. Ja, Sparen ist der Schlüssel zu einem sicheren Leben. Ich bin glücklich, wenn ich sehe, dass meine Ersparnisse wachsen. Ich fühle mich genauso. Ich möchte mehr sparen und weniger für unnötige Dinge ausgeben. Ich stimme zu. Ich überprüfe immer mein Budget, bevor ich etwas Neues kaufe. Das ist eine gute Gewohnheit. Sie hilft dir, Impulskäufe zu vermeiden. Ja, ich habe gelernt, mich zu fragen, brauche ich das wirklich? Bevor ich einkaufen gehe. Das mache ich auch. Es lässt mich nachdenken und besser planen. Manchmal warte ich einen Tag, bevor ich einen neuen Artikel kaufe. Das hilft mir zu entscheiden, ob ich ihn wirklich will. Das ist eine smarte Idee. Warten macht dich sicherer in deinen Entscheidungen. Ich finde es sehr nützlich, über Geld und Planung zu sprechen. Es macht unser Leben klarer und weniger stressig. Ich stimme zu. Danke für dieses schöne Gespräch, Tom. Ich lerne immer etwas Neues, wenn wir reden. Danke, Alice. Ich genieße unsere Gespräche sehr. Sie helfen mir, mein Leben und meine Zukunft zu planen. Ich hoffe, wir können in Zukunft mehr über Geld und Planung sprechen. Ja, ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Es ist immer eine Freude, Ideen mit dir zu teilen. Hab einen tollen Tag, Tom. Ich wünsche dir viel Glück mit deinem Budget und deinen Ersparnissen. Danke, Alice. Hab einen wunderbaren Tag. Ich wünsche dir alles Gute bei deiner Geldplanung. Auf Wiedersehen, Tom. Auf Wiedersehen, Alice. Großartige Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und flüssiger werden? Bitte abonniere und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen Übungsgespräche verpasst. Bis zum nächsten Video.